Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Schon länger her, gell? Ja. Wir sprechen heute über den Botschafter der Liebe. Der kam, oder uns hat die geistige Welt vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, dass es den Botschafter der Liebe gibt. Und für uns ist es etwas ganz Vertrautes. Es ist wieder mal ein Wort für etwas, was du uns jetzt mal erklären wirst, was das eigentlich wirklich bedeutet. Also der Botschafter der Liebe, wie du es schon so schön gesagt hast, ist ein Wort, das wir verstehen als Mensch. Und ich finde aber auch, dass die Worte sehr treffend sind. Ein Botschafter der Liebe. Und was wichtig ist, ist, dass wirklich jeder Mensch, ganz gleich welche Spiritualität er lebt oder auch gar keine Spiritualität lebt, jeder Mensch trägt diesen Botschafter der Liebe in sich. Also das ist man könnte sagen, ein geschützter Gottesgedanke der Wirklichkeit, der jeden Menschen, der in die Dualität gegangen ist, mitgegeben worden ist. Als Schutz und als Unterstützung und Hilfe. Und jeder Mensch kann, wenn er das möchte, mit dem Botschafter der Liebe in Kontakt treten. Und ich finde, das ist nicht nur etwas Wunderbares, sondern auch etwas sehr Tröstendes und etwas sehr, nicht nur sehr, sondern etwas außergewöhnlich Gutes und Hilfreiches, was der Botschafter der Liebe alles für uns tun kann, wenn wir bereit sind, mit ihm in Kontakt zu treten oder mit diesem Partikel oder mit diesem Feld, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich finde jetzt persönlich, es ist leichter, wenn man sich tatsächlich eine Lichtgestalt vorstellt, weil man mehr Verbindung aufbauen kann, als wie zu einem Feld oder einem Partikel. Und Menschen, die das in der Tiefe tun, werden auch sofort, also wirklich sofort eine Veränderung spüren in sich. Okay, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Jetzt für unseren kleinen Verstand. Wir bekommen sowas mit, wenn wir in die Dualität gehen? Weil uns letztendlich sowieso alles mitgegeben wurde, was wir brauchen hier. Wir nutzen halt vieles nicht, weil wir es nicht wissen oder die meisten Menschen es nicht wissen. Und der Botschafter der Liebe wurde uns mitgegeben, um dass, wenn wir in Kontakt treten, uns daran erinnern, wie bedingungslos Liebe sein kann, wie nah und innig Liebe sein kann, in uns selbst. Also wir sind ja auch Lichtwesen im Grunde genommen, in der Essenz. Wir haben einen Körper, wir sind Menschen, wissen wir ja, aber in uns ist ein Funke, der so stark ist und so voller Liebe, dass es in uns etwas verändert. Und damit ist jetzt nicht der Gottesfunke gemeint, den auch jeder Mensch trägt, wenn man sich mit dem verbindet, um in das vereinigte Chakra zu gehen. Das ist wieder was anderes. Der Botschafter der Liebe ist eine eigene Lichtgestalt, nennen wir es mal so. Genau, also möchtest du damit auch sagen, der Botschafter der Liebe ist wie eine Wesenheit. Es ist etwas, man nicht denkt, aber was lebendig ist, was wirklich sehr, sehr lebendig in uns ist. Also ich finde, man kriegt am meisten Bezug und deswegen verwende ich dann auch gern einfach menschliche Worte, wenn man sich das als Wesenheit vorstellt, weil man einfach eine andere Verbindung, eine innigere Verbindung herstellen kann. So ist es ja mit Naturwesen auch. Also auch wenn du sie nicht oder noch nicht sehen kannst, vor deinem inneren Auge siehst du aber etwas. Also du nimmst eine Wesenheit leichter wahr, wenn du es eben als Wesenheit tust und nicht nur als Energiefeld. Und beim Botschafter der Liebe ist es nochmal wichtiger, weil das dein innigster Vertrauter werden kann, den du in dir trägst und der sehr, sehr viel für dich tun kann. Wenn du jetzt selber auf eine Reise gehst in dein Inneres, du bist ja sehr, sehr hellsichtig, wenn du in verschiedene Felder eintrittst, ist es ja wie die Realität, die du auch im Menschlichen siehst. Ja. Wie nimmst du dann deinen Botschafter der Liebe wahr? Als Lichtgestalt. Und er spricht dann auch mit dir oder sie spricht dann auch mit dir? Und ich nehme es so wahr, ja. Du hast letztens mal gesagt, dass es eigentlich auch ist wie das höhere Selbst.
Das ist der goldene Engel. Habe ich da was durcheinander gebracht? Ja, weil der Botschafter der Liebe, das wüsste ich, wenn wir darüber schon gesprochen hätten, oder denke, glaube ich zumindest, würde ich mich daran erinnern, weil ich persönlich finde, dass das so etwas Wichtiges ist in uns, was jeden Menschen zugänglich gemacht wird, der das möchte. Das kostet nichts, das ist etwas, was du für dich selbst machst. Und wenn du das in tiefer Absicht machst, kann sich alleine dadurch schon dein ganzes Leben verändern. Zum Positiven. Jetzt channelst du ja auch für die es wollen, den Namen oder die Töne. Vielleicht ist das in dem Fall besser. Vom Botschafter der Liebe. Was übersetzt du denn da an Tönen? Was ist das genau? Die Prägung von dem Botschafter der Liebe. Und wieso ist das bei jedem Botschafter der Liebe unterschiedlich? Weil jeder Mensch eine eigene Aufgabe trägt und eigene Prägungen hat. Und der Botschafter der Liebe, der trägt diese Prägungen, die für dich bestimmt sind. Also wir könnten jetzt unsere Botschafter der Liebe nicht untereinander austauschen, wenn das möglich wäre, also als Metapher. Ich gebe dir meinen und du gibst mir deinen. Das geht nicht. Also das ist einfach etwas in der Erschaffung, was so festgesetzt wird. Und du wirst ja nicht einfach nur erschaffen, sondern es wird natürlich in deinem Erschaffen wird sehr, sehr viel an Prägungen in dir eingebettet. Und unter anderem auch der Botschafter der Liebe. Aber mir ist es jetzt nochmal ganz wichtig, nochmal hier ganz deutlich zu sagen, wir machen den Podcast jetzt nicht, weil ich möchte, dass die Leute den Namen vom Botschafter der Liebe bei mir bestellen. Es geht auch ohne Namen. Ja, also der ist ja auch so da. Genau, der ist auch so da ohne Namen. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen das wissen, dass das für mich jetzt keine Bedeutung hat, ob jetzt jemand da... Ich habe es ja auch nur für die gefragt, die ja schon den Namen haben, ne? Ja, natürlich. Es ist wie beim Ursprungsnamen. Wenn du Töne ansprichst, kriegst du einen tieferen Bezug und die Töne sind ja lebendig. Jeder einzelne Ton hat ja eine bestimmte Funktion und je nachdem, welche Töne das eben sind, beim Botschafter der Liebe wird eben diese Prägung noch lebendiger oder sie ist noch näher bei dir. Das haben wir ja auch beim Ursprungsnamen schon erklärt und das ist auch bei menschlichen Namen so. Ich bin froh, dass ich weiß, dass du der Benny bist und dass ich dich mit Benny und Hallo Benny ansprechen kann und nicht nur mit Hallo Mensch. Hallo Mensch. Hallo Mensch. Ja, ist auch schön, aber schöner ist halt, wenn man einfach weiß, wie der andere heißt und so ist es da eben auch und beim energetischen und spirituellen hat es halt nicht nur die Bedeutung, dass es schön ist, sondern dass eben diese Prägungen auch lebendiger werden. Jetzt hast du gerade gesagt, dass man das bei der Erschaffung schon mitbekommen hat. Ja. Und vorhin hast du gesagt, wenn man in die Dualität geschickt wird. Ja. Erklär das bitte. Ja, wenn du erschaffen wirst, dann gehst du auch in die Dualität in der Regel. Also das ist immer der gleiche Ablauf. Das ist immer der gleiche Ablauf. Es gibt Erschaffungslichter, die nicht in die Dualität gehen. Das ist mal eben das. Aber das ist dann wieder das wäre ein separates Thema. Wie die erschaffen werden, was die für Prägungen haben, warum werden die erschaffen, was für einen Grund gibt es, dass Lichter erschaffen werden, die nicht auf Reisen gehen. Das ist ja schön zu wissen. Prinzipiell ist jedes Licht, das erschaffen wird im Universum, durchläuft gewisse Strukturen, Genau. um zu reifen, um sich auszudehnen, um Erfahrungen zu sammeln. Um Prägungen aufzunehmen, um dann auf Reisen zu gehen. Es muss nicht unser Planet sein, aber auf irgendeinem Planeten wird dieses Wesen hingehen. Und bei uns ist es halt so, dadurch, dass bei uns in unserem Abschnitt des Universums das große Experiment stattgefunden hat und wie gesagt, die große Explosion oder wie auch immer man das nennen möchte, sich so viele Planeten von den Gotteslinien nicht abgetrennt haben, aber entrückt sind, spüren viele diese göttliche Liebe nicht mehr. Also sie fühlen sich nicht mehr zugehörig. Also sie fühlen sich, als wenn sie allein wären, eigenständig auf einem Planeten außerhalb des Universums. Getrennt von allem, was Getrennt ist. von allen. Und deshalb wurde genau für diese Menschen, die auf solche Planeten inkarnieren, alles getan, damit sie alles mitkriegen, was nötig und möglich war, um auf diesem Planeten sich zu erkennen, sich zu erfahren, um zu wissen, dass
die Gottesliebe auch bei ihnen ist, dass sie nicht getrennt sind von der göttlichen Liebe. Mhm. Nun könnte man eigentlich sagen, dass der Botschafter der Liebe wie eine Segnung der Liebe ist, die man mitbekommen hat, damit man sich eben nicht verliert, ne? Damit man immer wieder diese Anbindung hat. Also mehr noch wie eine Segnung, weil der Botschafter der Liebe hat ja eine Aufgabe. Aber diese Aufgabe, oder er hat mehrere Aufgaben, die kann er nur erfüllen, indem er erweckt wird, indem er tatsächlich wahrgenommen oder angerufen wird. Das ist halt das, was viele Menschen nicht verstehen oder was oftmals in der Spiritualität missverstanden wird. Es ist halt, also du bekommst so viel mit, wenn du inkarnierst, aber du musst es auch selbst für dich entdecken. Also der Botschafter, der wird jetzt nicht lebendig und sagt irgendwann, klopft an deiner Seele an und sagt, hey Benny, mich gibt's hier. Ich bin ein Botschafter der Liebe. Ich wurde dir eingebettet, jetzt wirk mal mit mir. Das passiert nicht. Du brauchst Informationen, dass es so etwas in dir gibt, um es dann für dich zu erwecken und anzunehmen, dich zu öffnen. Es geht ja immer um dieses Öffnen, Annehmen, um das Vertrauen. Und da gehört es halt dazu. Mhm. Da gibt's die persönliche Engelsgruppe, da gibt's ja ganz viel. Ja. Und man sagt, es sind alles lebendige Energien in dir, die aber erst wirken, wenn du dafür offen bist. Und was ist, wenn jetzt jemand nicht so ein Medium hat wie dich an deiner Seite? Wissen ja alle nicht von dem Botschafter der Liebe oder von diesem Feld. Ich glaube, dass es jetzt nicht darum geht, dass ich das tolle Medium bin, die das alles weiß und andere wissen das nicht. Vielleicht nennen das andere Medien einfach anders. Ja, also da gibt es vielleicht andere Worte dafür, andere Ausdrücke oder andere Hinweise oder eine andere Art der Spiritualität. Ich glaube schon, dass viele Medien schon wissen, dass man diese lebendigen Energien wecken muss. Ja, oder auch Menschen, die gar kein Medium haben und einfach für sich einen spirituellen Weg entdecken, Genau, durch Meditation. Durch Meditation kann es ganz gut sein, dass der Botschafter der Liebe erweckt wird. Ja, und da kommen wir halt auch noch zu dem Punkt, dass wenn diese dann halt eben erweckt sind, bringen sie ja etwas mit. Sie fangen ja an, lebendig wieder zu werden, aufzuwachen in dir. Genau. Und sie haben etwas für dich. Ganz viel. Und was hat denn der Botschafter der Liebe für uns? Also der Botschafter der Liebe, also das Beste und Schönste ist natürlich, dass diese Innigkeit, diese so sagenhafte Liebe, die der Botschafter vermitteln kann, also dieses Gefühl, du bist tatsächlich nicht alleine, du bist angebunden. Eigentlich trägt der Botschafter der Liebe auch die ganze Mystik in sich. Also Mystik bedeutet ja das Erkennen, dass es etwas Höheres gibt als du selbst. Und dieses Gefühl, wenn man mal so ganz innig mit seinem Botschafter der Liebe war oder ist, dann trägt einen dieses Gefühl in die Mystik hinein. Also man beginnt zu begreifen, dass es außerhalb unseres Verstandes etwas gibt. Und das finde ich schon mal ganz toll. Aber er hat natürlich auch verschiedene Aufgaben. Er kann reisen, er kann auf Reisen gehen. Also du kannst einen Botschafter der Liebe in verschiedene frühere Inkarnationen schicken, um zum Beispiel dich dabei zu unterstützen, alte Gelöbnisse aufzulösen. Du kannst ihn in die Zukunft schicken. Das finde ich auch sehr wichtig, hilfreich und gut, dass du Situationen in deinem Leben hast, wo du sagst, du bist vielleicht ein ängstlicher Mensch, du hast sehr wenig Vertrauen in bestimmten Situationen, dann kannst du den Botschafter der Liebe dorthin schicken und ihn bitten, dieses Feld für dich vorzubereiten, dass es für dich leichter ist. Also er kann jetzt nicht eine Situation so verändern, dass sie manipulativ wäre oder, also du entscheidest letztendlich immer, in welche Situation was du tust. Aber es ist schon, also sagen wir mal so, darf ich es wieder mit menschlichen Worten ausdrücken, oder? Ins Mikrofon rein, ja? Ins Mikrofon rein. Also man kann sich vorstellen, man geht in ein Haus, was voller Müll ist, unaufgeräumt und jahrzehntelang nicht geputzt wurde.
voller Spinnweben und was da alles drin ist und so. Wenn du einen Botschafter der Liebe dahin schickst, dann räumt er für dich auf. Dann ist das Haus zwar immer noch das Haus mit denselben Zimmern und mit allem, was dich dort erwartet, aber es ist sauber. Also so kann man sich das vorstellen. Ja, du fühlst dich wohler. Er befriedet das Feld bereits. Genau. So. Genau. Ja. Und in aktiven Situationen, also das ist natürlich jetzt etwas spezieller, das ist jetzt unsere Art der Spiritualität, also den Weg, den wir gehen. Wir nehmen ihn meistens mit auf Reisen. Also die geistige Welt sagt sehr oft bei den Channelings, ruf den Botschafter der Liebe zu dir. Und man kann ihm Kristalle übergeben. Man kann bitten, dass Energien dort eingebettet werden, wo sie wirklich gebraucht werden. Also Botschafter der Liebe ist eine sehr, sehr intelligente Energie, die nur darauf wartet, dich zu unterstützen. Schön, oder? Ja. Sehr. Ja, und das Schöne ist, dass ich weiß, das weiß ich halt 100%ig, dass wenn Menschen offen sind, und die Menschen, die solche Podcasts hören, sind ja meistens offen, wenn die sich hinsetzen und sich wirklich mit tiefer Absicht mit dieser Energie verbinden, werden viele weinen müssen, weil es so schön ist. Ja, vielleicht ja auch eine schöne Einladung, jetzt in dem Augenblick mal kurz seine Augen zu schließen und auf Pause zu drücken. Und das eben zu tun, ne? Ja. Die Grundenergie hierfür wäre eine gute im Moment. Ja, und ich finde auch in solchen Zeiten, wo einfach die Dualität, unser Alltagsgeschehen so anstrengend und schwierig wird und man oft viele, viele Menschen an ihre Grenzen stoßen. Wenn man einfach weiß, dass man sowas in sich trägt, wie gesagt, man fühlt sich nicht alleine. Und das ist eine andere Art der Liebe, weißt? Also das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Das ist keine Liebe, die du von einem anderen Menschen bekommst, sondern das ist Gottes Liebe. Und das, wenn man mal spürt, egal wie man das auch nennt, ja, also wir sagen halt Gottes Liebe. Wenn man das mal gespürt hat, dann relativiert sich so vieles im Leben. Also es ist wirklich, ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist etwas ganz, 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 ganz Schönes. Gibt es noch weitere Sachen, die dann Botschafter der Liebe tun kann? Also im Grunde genommen kannst du dem Botschafter der Liebe sehr vieles überlassen, aber, und das finde ich jetzt auch ganz wichtig, ohne dabei die Verantwortung abzugeben. Also die Eigenverantwortung zu übernehmen für dein Handeln, für dein Tun, für dein Denken ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn du das tust in deinem Leben, dann kannst du dem Botschafter der Liebe sehr, sehr viel abgeben. Könntest du dem Botschafter der Liebe auch, weil das viele fragen ja oft, ne? Was kann ich tun, um anderen Menschen zu helfen, in der Familie zum Beispiel? Was könntest du da mit dem Botschafter der Liebe machen? Ja, wie gesagt, du kannst Situationen so vorbereiten lassen, dass sie für dich einfacher sind und somit natürlich auch für deine Familie einfacher sind. Also es wäre jetzt nicht die Wahrheit und auch nicht im Sinne der geistigen Welt, würde ich jetzt sagen, der Botschafter der Liebe kann eine Situation, die du entscheidest, verändern. Das kann er nicht. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich das Metapher mit dem Haus ganz gut. Und wenn man sich das einfach vorstellt, in welchen Alltagssituationen, vielleicht in der Arbeit, vielleicht hast du in der Arbeit einfach, oder es gibt Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz Probleme haben, können sie den Botschafter der Liebe dorthin schicken und darum bitten, dass dieses Arbeitsfeld für dich so vorbereitet wird, dass es für dich einfacher ist. Oder dass du dich einfach rundum wohlfühlst. Ja, ob das jetzt so weit geht, weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt hier auch keine Versprechen geben, die dann nicht stattfinden. Aber ich selber habe schon auch Situationen erlebt mit dem Botschafter der Liebe, wo es einfach für mich dann einfacher war in Situationen. Ja. Und es ist halt wichtig bei diesen ganzen inneren Helfern, die wir haben. Ja, wir nennen sie innere Helfer. Es ist halt immer wichtig, dass die Menschen wissen, dass der Kontakt so wichtig ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das so zum Ausdruck bringen kann, dass das nicht irgendwie komisch klingt, aber weißt du, es gibt ja oft Situationen im Leben, also wenn man mal vom ganz Einfachen ausgeht.
Die meisten Menschen beten eigentlich nicht. Ich kenne ganz wenige. Also beten jetzt nicht im Sinne von der Kirche, sondern einfach in Zwiesprache sein. Aber wenn etwas Schlimmes passiert im Leben, plötzlich fangen die Menschen an zu beten. Das ergibt natürlich schon auch Sinn und ist auch gut, aber noch viel besser wäre, dass man in alle Zeiten Zwiesprache hält, auch in den guten Zeiten. Also ich habe das mal beim Podcast erwähnt und glaube ich zumindest, es vergeht nicht ein Tag oder eine Nacht, wo ich nicht in Zwiesprache bin, selbst wenn ich nicht arbeite. Und ich finde das auch ganz wichtig. Also auch dankbar zu sein für viele Dinge, die einem widerfahren, dass man einfach die inneren Helfer mit einbezieht. Also man muss sich jetzt nicht bei jedem inneren Helfer einzeln bedanken, das meine ich jetzt nicht. Aber sie lebendig werden in einem selbst, ne? Zu einem täglichen Begleiter. Umso mehr du den Kontakt aufrecht erhältst, umso mehr dehnt sich dieser Botschafter in dir aus. Das ist mit jeder Energie so. Ja. Ja, egal, wo du hinschaust, wenn du in der Stille bist, bei dir selbst, dort, wo du deinen Fokus hinrichtest, dehnt sich die Energie aus. Könnte es sein, wenn man zum Beispiel ein Gebet spricht und das zum lieben Gott schickt, wie man es ja oft dann auch tut, ne? Ja. Lieber Gott, dass das eigentlich viel an den Botschafter der Liebe getragen wird? Oder ja, zum Beispiel. Hat er auch Funktionen im Sinne davon, dass mit deiner eigenen Kommunikation mit der geistigen Welt hergestellt wird? Oder? Auch. Also wie gesagt, du kannst den Botschafter für alles nutzen. Du kannst, also wir haben ja erst einen Podcast gemacht über das Channeln und da kamen ja auch nochmal viele Fragen, so wie kann ich mich schützen oder wie kann ich sicher sein, dass ich auch wirklich lichte Wesen anrufe, kannst du auch mit dem Botschafter der Liebe machen. Das, was man einfach wissen sollte in jeglicher Art von Spiritualität, ganz gleich welchen Weg man auch geht, dass Energien lebendig sind. Sie sind lebendig. Und sie wirken zu jeder Zeit mit jedem Atemzug, den du tust. Und selbst wenn du nicht mehr atmest, das heißt, wenn du physisch deinen Körper verlässt, also stirbst, werden Energien weiterwirken. Ja, genau. Okay, das heißt, das A und O bei dem Ganzen ist halt wirklich diese persönliche Beziehung zu deinem Botschafter der Liebe aufbauen. Genau. Es ist ein Gottesgedanke. Es ist mehr wie ein Gottesgedanke, weil in diesem also der Oberbegriff ist Gottesgedanke. Aber dort sind sehr viele Prägungen drin, in diesem Gottesgedanken. Also ein sehr individueller, auf dich geformter zugeschnittener, Gottesgedanke. könnte man sagen. Mhm. Gottesgedanke, der sehr persönlich halt auch ist, ne? Sehr, ganz persönlich. Und der begleitet uns, hast du mir auch mal erzählt, wirklich durch alle Inkarnationen. Es ist ein und derselbe. Von Anbeginn der Zeit ist es immer derselbe. Der dich durch jede einzelne Inkarnation sozusagen, jedes einzelne, was du erlebt hast, hat er miterlebt. Ja. Oder es. Ne? Genau. Und deswegen kannst du auch den Botschafter der Liebe so gut in frühere Zeitinkarnationen oder Zeitepochen schicken. Mhm. Weil der Botschafter der Liebe ganz genau weiß, wo du dich besonders schwer getan hast oder was dich belastet. Und wenn es deine Seele erlaubt, wird er diese Last von dir nehmen. Oder er würde wahrscheinlich auch sehen, wenn etwas gerade nicht, wo man seinen Fokus nicht drauf lenken sollte, würde er auch dafür sorgen, dass das eben nicht passiert. Oder Energien zu dir kommen, die nicht gut sind in dem Augenblick für dich. Ne? Ja. Aus vergangenen Inkarnationen. Ja. Ne? Mhm. Okay, also das A und O, eine persönliche Liebesbeziehung zu deinem Botschafter der Liebe aufbauen. Ja, und das ist ganz einfach, weil, ich muss nochmal sagen, es ist ganz einfach, weil diese Liebe sofort spürbar ist. Ja. Und sie fühlt sich ganz anders an, als wie die Liebe, die du von einem Menschen bekommst. Finde ich auch wichtig. Und sie fühlt sich auch nochmal ganz anders an wie Selbstliebe. Das ist ein ganz, ganz warmes, weiches, inniges Gefühl der Geborgenheit, der Getragenheit, der Vertrautheit. Der ist ja auch sofort vertraut. Also da braucht man sich nicht groß kennenlernen. Das ist die Vertrautheit sofort da. Ja, es gibt im Prinzip ja nichts, was dir näher ist, wenn er dich wirklich durch jede einzelne Inkarnation begleitet hat. Ne? Ja. Schön. Bin ich gespannt, was die Leute schreiben.
Genau, ich auch. Und jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit eurem Botschafter der Liebe. Ja, da wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Benni.